Ja, Bond meets Mathematics. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, wo wir da ganz stark euren Forschergeist, eure Kreativität brauchen, damit ihr die Fragestellungen lösen könnt und bearbeiten könnt, die jetzt gleich auf euch zukommt. Dazu werden wir ein Stück von einem Film anschauen, und zwar geht es um die Dreharbeiten von dem neuen James Bond, Skyfall. Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, da gibt es so eine Szene, die fand ich ganz spannend, wo sie mit dem Motorrad über die Dächer vom Markt von Istanbul so eine Verfolgungsjagd haben. Um diese Szene zu drehen, hat der Alexander Witt Fragen an euch. Ihr seid der Mathematiker im Filmteam von James Bond. Und um diese Szene geht's. Welche Fragen hat er an euch? Das ist jetzt eure Aufgabe. Erstmal, welche Fragen könnt ihr euch vorstellen? Zweiter Schritt, was könnte man mathematisch tun, um die zu beantworten? Und dritter Schritt, das eventuell zu bewerten. Also wir haben uns gerade ein Problem überlegt und jetzt wollen wir es formulieren, eigentlich, weil es ziemlich verwirrend ist. Ja, mit welchem Winkel er aufkommen muss, damit er am effektivsten weiterfahren kann, wenn er aufkommt. Weil wenn er ja gerade aufkommen würde, dann würde es wahrscheinlich zerfetzen, das Motorrad. Deswegen überlegen wir gerade, in welchem Winkel es am effektivsten wäre. Das sind sicherlich Fragen, die der sich stellt, der Alexander Witt. Und jetzt, ja, was könnt ihr ihm, wo habt ihr Wissen, das ihr einbringen könnt? Da müssen wir wahrscheinlich die Frage aussuchen, wo wir am meisten gegeben haben. Und ja, Überlasse ich jetzt euch. Wie schnell muss der Fahrer sein, dass er auf der Rampe landet? Indem die Geschwindigkeit, die Anfahrtsgeschwindigkeit höher ist, dann fliegt er ja weiter. Ja, vielleicht könnt ihr sowas ja nochmal dazu zeigen. Und dann mal gucken, könnt ihr zu dieser Kurve was sagen als Mathematiker? Unsere Fragen sind, wie schnell muss er sein, damit er auf der Rampe landet? Also damit er halt nicht vor der Rampe runterkracht oder über die Rampe rüberfliegt. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter gedacht. Also man braucht ja diese gewisse Geschwindigkeit, und dann haben wir uns überlegt, wie lang diese Anlaufstrecke sein muss, bis er diese Geschwindigkeit erreicht hat. Und außerdem haben wir noch, also man könnte noch den Bremsweg nach der Landung berechnen, weil diese Halle ja wahrscheinlich nicht unendlich lang ist und man vielleicht sonst gegen irgendwelche Gegenstände fährt. Okay, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir eine schöne Runde an Fragen gehabt. Ihr habt euch gute Sachen überlegt. Wir werden uns jetzt nur einem Aspekt widmen, und dazu habe ich hier jetzt so verschiedene Graphen gesehen, wo ich so das Gefühl habe, da können wir als Mathematiker doch schon was dazu sagen. Und das würde ich jetzt gerne im nächsten Schritt mit euch machen. Das heißt, ihr bekommt verschiedene Graphen von Funktionen und sollt euch ja auch erstmal diese Fragen stellen, die wir jetzt schon ein bisschen angerissen haben. Was fällt euch erstmal auf an dem Bild? Was könnt ihr da an Gemeinsamkeiten oder Unterschieden herausarbeiten? Das machen wir auch wieder so. Ihr kriegt einfach nur diese Graphen, da gibt es verschiedene. Ich habe die sortiert nach Schwierigkeit, und das würde ich euch jetzt bitten, dass ihr euch vielleicht umsetzt, so wie ihr euch auch selber einschätzt. Also es beginnt bei 1, da fangen wir hier vorne an, 2, 3, 4, 5. 1 ist die leichteste. Also ich meinte, wenn man jetzt zum Beispiel die äußeren Bereiche, hier den und den, weißt du, was ich meine? Dann ist hier bei den äußersten die Steigung am größten und bei den innersten am kleinen. Und wenn man sich den mittleren Bereich anschaut, ist es ja genau andersrum. Ja, aber wir wollen noch einen anderen Funktionstyp, dann wäre das ja immer noch derselbe Funktionstyp, du. So eine Parabel können wir machen. Ja, zum Beispiel. Eine x-Quadrat-Parabel. Dann setz mal 2 ein in x Quadrat. Minus 1 ist 3. 3. Ja, das ist also die x Quadrat. Das ist x Quadrat minus 1. Da schau mal, wenn du hier jetzt, wenn du 2 für x einsetzt, dann ist es 2 hoch 2 ist 4 minus 1, weil es ja hier um 1 verschoben ist, kommt 3 raus. Und 3 ist auf der y-Achse. Das ist x Quadrat minus 1. Wenn du jetzt zum Beispiel, bei der müsstest du 4x dranhängen, weil die Nullstelle ja 4 ist. Das sagt einem dann automatisch die zweite Nullstelle. Ach so. Die Verschiebung nach rechts. Im Anschluss an diese Runde, die wir jetzt machen, werdet ihr von mir kleine Bewertungskärtchen kriegen, und dann sollt ihr die Vorträge der anderen Gruppen kurz bewerten und es auch begründen. Also schaut bitte genau zu und gebt nachher eine Rückmeldung. Ja, also bei unserer Aufgabe waren jetzt 4 lineare Funktionen gegeben. Die waren alle parallel zueinander.
Davon haben wir dann die Funktionsgleichung aufgestellt, g von x, 2x plus 1, 2 und 3, je nachdem wie die sich halt verschoben haben. Und dann haben wir noch eine weitere Funktion, eine andere Funktion aufgestellt, die f von x, x² plus 1, die haben wir dann nochmal verschoben nachher. Daraus hat sich dann so h von x ergeben mit einem erweiterten Öffnungsgrad, um dann einfach nochmal zu zeigen, wie sich die Funktionsgleichung bei einer Verschiebung verändert. Was war denn jetzt bei allen Aufgaben gleich? Ja, wir hatten immer gleiche, also Funktionen, die dann, oder halt gleiche Graphen oder die halt irgendwie gestaucht oder gestreckt waren. Mal als erste, ja? Es waren auf jeden Fall immer Funktionen vom gleichen Funktionstyp, die immer entweder parallel oder in irgendeiner Weise jedenfalls ähnlich waren oder verschoben oder weiter geöffnet. Und dazu wurde dann jeweils eine allgemeine Gleichung gefasst. Solche Funktionen, die im Prinzip gleich sind, aber dann so eine Sache haben, an der sie sich noch unterscheiden, die fasst man zusammen zu Funktionsfamilien, könnte man sagen. Die Mathematiker sagen dazu Funktionsscharen. Jetzt machen wir kurz die Bewertungsrunde. Ihr habt die Vorträge von den anderen gehört. Und bitte einen Satz dazu zur Begründung. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen? Wir haben denen auch 2 gegeben, weil sie uns sehr gut erklärt und auch eben genau mit dem Öffnungsgrad, dass die ja alle gleich sind und so, weil das sieht man auch nicht direkt auf den ersten Blick und hat uns sehr gut gefallen. Ja, wir geben der Gruppe auch nur 2, weil uns die Fragestellung gut gefallen hat und wir finden auch, dass sie es gut erklärt haben und auch nochmal so extra gesagt haben mit den Scheitelpunkten und so. Also wir fanden gut, dass ihr Gemeinsamkeiten und Unterschiede erklärt habt und wir fanden es auch also eine ziemlich schwere Funktion und das alles rauszufinden, aber wir fanden, dass es allgemein, wir fanden alle, wir haben es nicht ganz verstanden, was ihr mit dem K meint und wie das jetzt zustande kommt und so, deswegen, ja genau, deswegen halt die Note jetzt. Hat mir gut gefallen, dass ihr in eure Bewertung mit eingenommen habt, den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, der war ja wirklich nicht gleich. Was jetzt im Folgenden euch beschäftigen wird, ist die Suche nach diesen Buchstaben, die wir jetzt hier eingeführt haben oder die ihr eingeführt habt. Die nennt man Parameter. Es wird jetzt darum gehen, bei verschiedenen Situationen Parameter so zu bestimmen, dass die Funktion genau das erfüllt, was man sich wünscht. Dann würde ich euch jetzt gerade noch zeigen, wie der Sprung ausgeht.